Hallo ihr lieben Kreativen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Mellies Moments, herzlich willkommen in meiner kreativen Welt. Ja, der größte Scheiß, den ich mir mal gekauft habe, das waren diese Pinsel. Ergonomisch, also mit so einer Dreiecksgeschichte ist ganz nett, aber passt eigentlich auch nicht. Ich bin da mal von so einem Instagram-Werbeblock, poppte mir das immer auf und ich habe gedacht, ja, okay, bestell dir die mal. Und die waren jetzt nicht mega teuer. Und da steht drauf, Forward Serie Shiner. Und so sind sie auch. Sie sind, also die waren mega Schrott. Ihr seht das schon, die splitzen sich auf. Die funktionieren nicht. Die werden jetzt bei mir mit auf die Arbeit gehen für Acrylmalerei. Und das war ein Satz mit X. Das war wohl nix. Und weil mir immer noch ein paar Pinselchen fehlten, habe ich mir jetzt tatsächlich mal was Neues gegönnt. Fumui Professional Series Premium Brushes sollen das sein. Das sind, ich habe erst ein bisschen gezögert, weil da stand Eichhörnchenhaar. Und ich habe gedacht, nee, du willst ja nicht, dass irgendwelche Tiere getötet werden für Pinsel. Aber es sind tatsächlich synthetische Pinsel. Dieses Eichhörnchen bezieht sich nur auf die Feinheit der Borsten. Ja. So, und jetzt haben wir hier so einen ganzen Schwung Pinsel drin. Mit unterschiedlichsten Größen. Und es gab so ein paar, die haben mich angelacht. Und unter anderem dieser schöne feine Pinsel hier. Diese Größen sind alle toll. Ich bin ganz gespannt. Und hier ist so einer, der so eine ganz extreme Spitze hat. Ja, ich freue mich sehr. Ich verlinke euch die, wenn die gut sind, unten in meiner Videobeschreibung. Auf jeden Fall mit einem Link zu Amazon. Und was ich mir noch bestellt habe, meine Watercolor Selection ist alle. Und ich habe gedacht, okay, ich probiere mal nochmal was anderes. Ich habe mir hier von Hannemühle das Expression bestellt. 100% Cotton, 300 Gramm Papier. Was wichtig ist, es ist säurefrei. Es hat ein schönes Naturweiß. Und es ist recht zart auch und recht schön von der Oberfläche. Und ringsherum geleimt. Ja, auch das verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Dieser Block hat mich jetzt 22 € gekostet. 22,50 um genau zu sein. Genau, und die Pinsel, da müsste ich nochmal gucken, den Preis habe ich nicht im Kopf. Aber ich würde die erstmal auspacken und möchte gleich einfach mal ein bisschen diese Pinsel ausprobieren. Und dann gucke ich mal, was ich damit so mache. So, ja, zum Auspacken müsst ihr mich nicht begleiten. Da 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 da! Da, 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 so, da ist sie wieder. So, was haben wir hier? 16er flach, 16er Katzenzunge, ein 14er Rundpinsel, der trotzdem eine sehr schöne Spitze hat. Dann haben wir ein 12er Rundpinsel, ein 8er Dagger, das ist dieser, der ein bisschen dreieckig und sehr spitz zuläuft. Ich bin gespannt auf den Pinsel. Dann haben wir hier nochmal ein 8er Flat, ein 8er in Rund, ein 4er Rund, ein 1er Rund und ein 0er in Rund. Genau. Und ich weiß noch gar nicht, was ich machen möchte. Ich habe hier die Farben von Victoria stehen. Mit meinem Code Melanie5 bekommt ihr 5% auf einen Einkaufswert ab 50 €. Kann ich euch nur empfehlen. Unten in der Videobeschreibung ist ein Link zu ihrem Shop. Und ja, ich fange einfach mal an. Ich weiß noch nicht, was hier heute bei rauskommen wird. Gucken wir mal. Ja, der Griff zu der ersten Farbe war schon mal nicht so toll. Ich wollte hier meine Farbpalette noch ein bisschen aufarbeiten. Und da war eine Farbe drin, die sich im Nachhinein sehr als schrill herausgestellt hat. Und ja, ich habe das dann später noch ein bisschen überarbeitet. Wundert euch nicht, was ich da mache. Ich überlagere manchmal einiges und. Ja, ich male jetzt einfach nur ganz viele verschiedene Formen hier drauf. Blattformen, Beerenformen. Ach, ich probiere einfach die Pinsel aus. In dem Fall, das sollte hier jetzt
kein besonders schönes Kunstwerk werden, sondern einfach mal zu gucken, was können diese Pinsel, was für Formen kriege ich dabei raus. Ja, und am Ende kommt noch ein bisschen Gold in Einsatz und ich glaube, ich werde da tatsächlich dann vielleicht noch ein bisschen drauf dudeln. Ja, dann wünsche ich euch einfach mal ganz viel Spaß beim Zuschauen und ja, wie gesagt, keine große künstlerische Sache, aber ein bisschen Spaß mit den Pinseln.
So, ihr Lieben, mein kleines Ausprobierwerk ist fertig. Ja, ich wollte nur gucken mit dem Dudeln, wie das funktioniert da drauf. Also es ist jetzt kein Kunstwerk geworden. Ich kann euch das Papier nur wärmstens ans Herz legen. Ein wunderbares Papier aus Cotton, wer da mit solchem Papier ganz gerne mal arbeiten möchte. Das ist wirklich ein tolles Papier. Der Preis ist vollkommen okay dafür. Ich bin ja sonst jemand, der eher auf Zellulosepapier, dieses einfache, arbeitet. Ich habe das Gefühl, dass hier vielleicht ein bisschen, dadurch, dass die Farben nicht gleich so ins Papier eindringen, sie ein bisschen leuchtender sind. Aber vielleicht irre ich mich da auch nur. Ich muss hier einfach noch mal ein bisschen länger mitarbeiten. Ja. Ich habe heute benutzt das Hannemühle Expression Papier, 300 Gramm, kalt gepresst, wunderschön, naturweiß, eine tolle Oberfläche, kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen, ein tolles Papier. Dann hatte ich mir hier dieses Pinselset bestellt, Fumui, ganz feine Haare nennen sich dann Eichhörnchenhaare, auch das toll. Also dieser hier, der hat mich ja absolut überrascht. Mit dem habe ich hier diese ganz feine Linie von den Beeren gezogen und das war richtig toll. Und je nachdem, wie man ihn ansetzt, hat man wunderschöne Linien, unterschiedliche Formen. Richtig, richtig schön. Entschuldigung mal eben. Dieses Pinselset, das hat 19 € und ein paar zerdrückte gekostet, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Wirklich für Anfänger tolle Pinsel. Ich kann es euch nur empfehlen. Also die haben mich wirklich überrascht. Die nehmen wunderschön Wasser auf. Sie haben eine schöne Spitze. Die Spitzen, auch hier die Katzenzunge, toller Pinsel. Also da kann man schon einiges mit anfangen. Auch das unten in der Videobeschreibung. Wie immer die Farben von Victoria mit meinem Link, wo ihr 5% sparen könnt. Und dann habe ich in dem Bild noch diesen ganz feinen Winsor Newton 0,5 genutzt für diese ganz, ganz feinen Linien. Und die etwas dickeren Linien habe ich hier mit den Uniball Eye gemacht. Auch der ist unten verlinkt. Und in Weiß mal den Gelly-Roll ausprobiert. Das war jetzt das erste Mal, dass ich den mal genutzt habe. Die Uniball Signo sind ein bisschen deckender tatsächlich, aber sie zicken auch gerne rum. Von daher, der hat jetzt gut funktioniert. Immer mal wieder sauber machen vorne die Kugel und dann geht das. Ja, und von daher, ich danke euch fürs Zuschauen, wer bis zum Ende da geblieben ist. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen da lasst. Abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Melanie.